Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty then, meine lieben Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes mit Mapati. Und nachdem die letzte Folge ja nicht ganz so geil war, ich meine, nein, falsch. Also, ne, dass ich das dann, also wenn man sowieso keine Expedition spielen will, okay, ist es ja wurscht, aber ich will schon hin und wieder gerne Expedition spielen und ich will das auch bitte wechseln. Jetzt habe ich es auch verkackt, siehst du? Also das finde ich immer noch kacke, aber was soll man machen? Dann musst du halt durch als Lurch, aber jetzt kommen nur geile Sachen. Es kommen wirklich jetzt ein paar geile Sachen dran und am meisten freut mich gleich das erste. Habt ihr das vielleicht noch auf dem Schirm? Vor 10 Monaten wird es online gestellt. Wir haben uns vor 11 Monaten getroffen, glaube ich. Also knapp fast ein Jahr her. Jan und ich, haben uns getroffen und da habe ich genau das hier formuliert. Ich mache jetzt gleich mal lauter. Creator-Code eingeben beim Pilzkauf. Welchen ist egal. Welcher ist egal? Jan hat hoffentlich irgendwann mal einen, dann bin ich der Erste, der Pilze kauft auf seinen Nacken. Ja, liebe Freunde, also ich glaube, den Creator-Code hat er noch nicht, aber Jan ist jetzt ja gesponsert worden. Also ist offiziell in das Partnerprogramm eingetreten und das heißt, eigentlich sollte er auch diesen Creator-Code dann bekommen. Und ja, wir haben es vor knapp einem Jahr gejinxt. Jetzt ist es passiert. Er war ja, glaube ich, er hat manchmal in seine Beschreibungen bei Charts so reingeschrieben, der inoffizielle Content Creator irgendwie von Shakes the Fidget, glaube ich. Oder der berühmteste inoffizielle irgendwie. Ich glaube, irgendwas habe ich da mal gelesen. Jetzt ist er also der offizielle Content Creator von Shakes the Fidget. Und das ist sehr geil. Das freut mich für den Jan. Ich habe mit Absicht noch nicht in seine Kommentare unter sein Video reingeschrieben. Aber falls ihr das noch nicht gesehen habt oder seine Videos dazu, dann hier hat er das angekündigt vor 3 Tagen, Gorgos ist nun sponsored und dann hat er auch noch eine kleine Danksagung dazu gepackt. Ja, also deshalb meinen herzlichen Glühstrumpf dazu und wie gesagt, ich muss da jetzt echt aufpassen, dass ich das mitkriege, damit ich dann halt auch der Erste bin, der einen Creator-Code für ihn eingibt. Also das müssen alle machen. Ja, und dann wird Jan wahrscheinlich auch noch ausflippen vor Freude. So, die zweite Sache, da müssen wir aber mal auf einen anderen Server gehen. Ich cut jetzt hier das gar nicht mehr so, ne? Ich hätte das auch vormachen können. Und zwar, was auch geil ist, liebe Leute, ich bin, schon weitergekommen bei meinem absolut krassen Projekt, ja. Auf EU11 den Seed auszubauen, der Speed und Geld hat. Und ich kann, wieder eine Stufe höher. Also 500 ist definitiv drin. Ja, also das wird ein 500er Rekord, würde ich auch behaupten. Mit 0 Runen. Also das hat noch keiner geschafft. Und das behalten wir uns vor. Also ich spiele so lange auf dem Server. Ja, und wenn ich nichts anderes mache. Aber das bis 500 locker. Und mal gucken, ob wir es dann noch weiter forcieren wollen. Also that keeps my heart bouncing, ja. Ja, jetzt habe ich doch gecuttet zum neuen Server hier, wo ich mal den Glückstrank hier claime. Ich bin auf EU5 bei Order 66. Und da ich ja so unregelmäßig Content gebracht habe, fragt ihr euch vielleicht, warum? Wieso freut er sich so darüber? Ich war eine ganz lange Zeit bei Sadistik, ja, tatsächlich, weil ich am 12. April aus der Gilde removed wurde von Zombie. Und da war ich tatsächlich, 3 Tage oder so nicht aktiv und habe das vorher nicht angekündigt. Also war ich auf eigentlich keinem Server aktiv, außer, glaube ich, auf EO10 damals übers Handy, weil ich da unterwegs war. Ja, und da wurde ich halt natürlich auch gekickt, was auch richtig ist. Und dann war ich mal noch bei der Gilde Sadistik untergekommen. Ja, ich glaube, Sadistik hieße sie. Ich weiß gar nicht, irgendwo weiter unten standen die, glaube ich. Moment, ich habe glaube ich, sogar den letzten Gildenkampf. Ja, den habe ich mir gespeichert. Ja, Sadistik gegen die Dampfpiraten. Ja, da war ich natürlich schon auch nicht ganz unwichtig, möchte ich mal behaupten. Ja, für die Gilde, den hat man auch mitgenommen, den Fight. Aber ja, ich hatte natürlich Kontakt zu Zombie und der hat mich auf die Warteliste gepackt. Und jetzt bin ich wieder da und werde hoffentlich auch nicht mehr gehen. Also da muss ich echt sagen, es ist extrem schwierig für mich, das Ganze wirklich täglich auch durchzuziehen, auch wenn ich meistens nur abends die Alu spiele. Aber so auch zwischendurch, dass ich am Tag denke, auf allen meinen Bestandsservern wirklich, ich habe das Handy auch in der Hand,
teilweise auch wegen WhatsApp, auch während der Arbeit. Es geht hin und wieder, das kann man machen, aber dann noch dran zu denken, dann auf 5 Servern. Also wenn ich einen Server mache, muss ich gleich alle durchgehen. Wenigstens mich schnell anmelden, wenigstens vielleicht die Stadtwache reinmachen und halt zu den Gildenkämpfen melden und so. Das ist schon mal das eine Ding. Zu Hause dann wenigstens gucken, dass die Tränke immer aktuell sind und alles. Aber wenn ich dann halt abends tatsächlich irgendwie einpenne auf dem Sofa, das passiert mir halt immer noch hin und wieder. Das ist halt natürlich dann ein bisschen kacker. Aber auf EU5 und S1, also gerade auf EU5 darf es eigentlich nicht passieren. Auf S41, der Server ist schon ein bisschen älter. Ja, die würden da auch drauf gucken, aber ich glaube, so schnell kicken die mich dann nicht. Selbst wenn ich mal 1, 2 Tage verpasse. Und ja, es ist halt so, der Server ist alter, der Char wird durchgespielt. Und hier muss halt einfach nur mal ein bisschen auch das Equipment aktualisiert und mal wieder in Dungeons gegangen werden. Das muss ich irgendwann mal machen, wenn ich mal wieder streame. Und ja, deshalb bin ich aber froh, dass das mit EU5 geklappt hat. Tatsächlich bin ich auch von anderen Gilden angeschrieben worden, mitunter auch von Tenet. Aber ich war von Anfang an bei Order 66 dabei und mir hat das Projekt riesig Spaß gemacht. Und ja, die Gilde hat schwere Zeiten durchlebt. Ist ja nach wie vor, glaube ich, nur auf der 4. Aber es ist immer noch was drin. Mal gucken, wenn die Leute alle ihre Dungeon-Pause zu Ende gespielt haben. Ich weiß nicht, wer von welchen Gilden wie die Dungeon-Pause spielt. Auch hier haben ja einige, also Andy zum Beispiel, keine Dungeon-Pause so weitgehend gespielt, denke ich. Aber, ach ja, übrigens sein Profilbild hier wegen EU10, das sieht übelst schräg aus. Also, das sieht aus, als ist das... Könnt mir das auf der Webseite angucken. War natürlich nur ein Spaß, aber ich fand das erste besser. Nein, geile Bilder gewesen. Ja, was wollte ich sagen? Also deshalb bin ich froh, dass ich hier wieder dabei bin. Und ja, ich meine, der Char ist echt immer gut unterwegs. Auch wenn hier nicht alles mitgenommen wird. Das ist auch nicht mehr mein Anspruch. Den möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte aber dabei sein. Ich möchte dann auch hier die Dungeon-Pause irgendwann spielen. Und wenn alle ihre Dungeon-Pause gespielt haben, dann muss man nochmal in die Gildenfights gucken. Und vielleicht ergibt sich nochmal ein anderes Bild. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind die anderen Gilden dann noch stärker als. Ne? Das kann auch passieren. Es kann in beide Richtungen gehen, aber das mitzuerleben. Und ja, irgendwann ist ja auch die Frage, wann oder wie wird Shakes & Fidget die EU-Server vielleicht auch mal fusionieren. Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich wird es die nächsten 2 Jahre jetzt nicht passieren. Aber dann ist der Server auch schon 3 Jahre alt. Also, das ist so, boah, es wird irgendwann mal, na gut, noch nicht ganz 3 Jahre alt, aber es wird irgendwann mal dazu kommen, ja. Und dementsprechend bin ich froh, dass das wieder hier funktioniert hat. Deshalb vielen Dank an Zombie, dass er mich wieder zurückgenommen hat. Und ja, das sind so geile Themen, also über die ich gerne spreche. Leverkusen hat gewonnen, also überhaupt die deutschen Mannschaften international. Fußball interessiert mich ja extrem, Spiel ist ja wieder aktiv. Ich würde schon immer auch wieder einen Fußball-Talk zur EM machen oder so, aber keine Ahnung, habe dann auch nicht die Zeit anscheinend dafür. Deshalb, ja, werde ich jetzt hier ein bisschen Daily Business spielen und euch das Beste wünschen. Ich gucke gerade nochmal, zum Samstag kommen ja keine News rein, also sollte eigentlich nichts Neues sein. Ja. Thema Free-to-Play ist immer noch so ein Ding, also gibt es immer Stimmen, immer mehr wieder, die mit den letzten Changes da auch nicht so zufrieden sind. Kann man auch mal ansprechen, aber ja, das muss halt auch, Zeit und Lust muss halt zusammenpassen. Und im Moment ist da eine große Priorität bei mir beim Sport, ja, mit 34 Jahren noch in Herrenfußball unterwegs zu sein, das ist geil. Ja, Bangerang. Ciao.